Hallo, ich bin Michael, Schulungsleiter bei der Firma VSM. Ich bin Dennis, Produktmarketing-Manager bei Dräger und Michael, ich will schleifen. Mein Problem, ich habe keine Ahnung vom Schleifen. Das können wir ändern. Erzähl mal, was ist Schleifen? Ja, das primäre Ziel des Schleifens ist es zunächst einmal, Material von einem Werkstück abzutragen. Ja, das kann im groben Bereich sein, mit einem groben Korn, einer starken Maschine, um erstmal grobe Arbeiten zu leisten. Ja, zum Beispiel Entgratungsprozesse, Schweißnahtvorbereitungen, so Anfasungen, bis hin in den feinen Bereich hinein, mit feinen Körnern, um eine definierte Oberfläche zu erzeugen, sagen wir mal. Das waren schon sehr viele Informationen. Ich versuche das mal so ein bisschen aufzubrechen. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt hier den Tisch anschaue, ich sehe unterschiedliche Farben, unterschiedliche Formen, vielleicht auch Dicken. Was hat es damit auf sich? Wieso gibt es das? Ja, zunächst erstmal vielleicht zu den Formen, die Dimensionen. Es gibt Schleifscheiben, das kennen bestimmt viele hier auf so einem Winkelschleifer. So wie sowas, ne? Genau, die haben dann auch unterschiedliche Farben. Das kennzeichnet zunächst mal unterschiedliche Schleifmitteltechnologien. Dann haben wir hier die Bänder, auch in unterschiedlichen Größen, Dimensionen eben hier. Das auch zum Beispiel? Genau, okay. Die sind dann mal unterschiedlich flexibel, groß und klein, lang und kurz, bis hin zu solchen Dimensionen. Das ist ein bisschen größer. Das ist dann ein Breitband. Die werden dann den unterschiedlichen Prozessen zugeordnet. Stationäre Maschinen für diese großen Schleifmittel, die in Werkstätten stehen, oder eben kleinere Maschinen, die eben mobil sind, ne, wie so ein Winkelschleifer, auch in Akkuform, und eben kleinere Handschleifmaschinen, die man dann auch mit zum Beispiel auf die Baustelle nehmen kann. Und was kann ich alles schleifen? Also aus meinem Privatbereich weiß ich so ein bisschen den Tisch bearbeiten, so ein bisschen Holz, das geht, aber was kann ich da noch machen? Holz ist ein Materialbeispiel von vielen. Holz wird absolut viel beschliffen, ja. Wir bewegen uns so ein bisschen mehr in dem Bereich der Metalle. Ja, also es werden sehr viele Stahlsorten beschliffen, hochlegierte Stähle und natürlich auch Standardstahlwerkstoffe wie Baustähle, aber auch andere Metalle wie Buntmetalle, Aluminium. Es wird aber auch Glas geschliffen, Mineralien, Kunststoffe. Im Grunde gibt es da keine Grenzen. Alle Materialien können beschliffen werden. Okay, und wenn ich mir jetzt so ein Schleifmittel zulegen will, worauf muss ich achten? Ich kann mir vorstellen, so wie bei vielen Dingen auch, Schleifmittel ist nicht gleich Schleifmittel. Absolut richtig. Die Technologien habe ich ja schon mal ganz grob eben angesprochen, dass es da ganz viele verschiedene gibt. Um dir da auch mal irgendwie so eine Idee zu geben, alleine wir als VSM haben über 150 verschiedene Serien und da ist quasi für jeden Bereich dann was dabei. Also es gibt für die Grobzerspannung besonders leistungsfähige Produkte, Korntechnologien, wie zum Beispiel ein Keramikkorn. Und dann gibt es ein Kompaktkorn, so heißt das bei uns. Okay. Das ist dann für die feine, ganz besonders hochwertige Oberfläche. Also gibt natürlich Qualitätsunterschiede, aber auch eben diese vielen, vielen Technologien für jeden Bereich etwas. Das kann man tatsächlich beratend an den Mann bringen. Und Korn, also ich habe auch zwischendurch mal gesehen und gelesen, so Zahlen und feines Korn, grobes Korn. Was hat es damit auf sich? Erzähl mal, wieso gibt es da diese Zahlen? Also Korngrößen werden zum Beispiel gesiebt und da kommt ein großes Korn dabei raus, was dann eben eine hohe Abtragsleistung erzeugt. Das hat dann zum Beispiel die Bezifferung Korn 20 oder 24, Korn 36, das ist so Grobkornbereich. Okay. Und die feinen, kleineren Körner, die für die Oberfläche dann sind, für die feine Oberfläche, die haben dann die höherwertigeren Zahlen, da geht es dann in den Bereich 600, 800, 1000 und so weiter, ja, bis in den Feinstkornbereich hinein. Also umso größer die Zahl, umso feiner und vielleicht auch kleiner der Abtrag und umso kleiner die Zahl, umso größer. Genau, so kann man es sagen, exakt. Und eine Frage brennt mir noch so ein bisschen auf der Zunge. Wenn ich jetzt die gesamten Sachen bearbeite, egal ob Aluminium, ob Holz und etc., worauf muss ich denn da achten? Also ich kann mir vorstellen, bei gewissen Sachen, ich habe mal gehört, Aluminium, wenn ich da in die Bearbeitung gehe, das kann eine gefährliche Konzentration geben an Gefahrstoffen oder an Stäuben. Hast du da eine Erfahrung? Da haben wir Erfahrung damit, das stimmt, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Es geht auch darum, die Person zu schützen, die diese Arbeiten ausführt. Du hast eben ein paar Stoffe schon genannt. Aluminium zum Beispiel ist giftig für den Organismus. Das heißt, der Mitarbeiter muss vor dem Einatmen, vor dem Aufnehmen der Stäube, die beim Schleifen entstehen,
auch entsprechend geschützt werden. Das ist nicht nur bei Aluminium der Fall, also Chrom-Nickel-Stähle, sprich die rostfreien Edelstähle, die sind ähnlich gefährlich. Ja, diese Chrom- und Nickelanteile sind einfach schädlich für den Menschen und das Einatmen ist da also auf jeden Fall zu unterbinden und da bin ich ja bei dir eigentlich genau an der richtigen Stelle, Firma Dräger. Du hast ja auch so ein bisschen was an Equipment mitgebracht. Was hat es denn damit auf sich, was ich hier so sehe? Sieht ja aus wie bei den Ghostbusters. Ja, es ist fast ein Staubsauger, nur ein bisschen in die andere Richtung. Also vielleicht nochmal kurzer Abriss. Wichtig, das hattest du ja auch schon erwähnt, wenn wir schleifen oder generell Sachen bearbeiten, müssen wir darauf schauen, dass wir richtig geschützt sind. Ja. Dazu gehören nicht nur Handschuhe, dazu gehören nicht nur Schuhe, sondern auch Schutzbrillen, also der Schutz unserer Augen, der Schutz des Körpers, also die Schutzkleidung und natürlich der Atemschutz. Und bei der Bearbeitung von Metallen, von Holz etc. werden hauptsächlich Partikel freigesetzt. Und Partikel, das kennen wir noch so ein bisschen aus alten Pandemiezeiten, kann man sich vor schützen, indem man zum Beispiel eine FFP-Maske trägt, also wie hier vorne. Eine FFP-Maske kann ich aber auch ersetzen durch eine Halbmaske, wie zum Beispiel hier mit dem jeweiligen Filter dran. Und das Ghostbuster-Equipment, was du so schön angesprochen hast, das ist ein Gebläsefiltergerät. Das funktioniert quasi genau andersrum wie ein Staubsauger. Es zieht die Luft an, filtert die Luft und liefert mir über den Schlauch in mein jeweiliges Kopfteil frische, saubere Luft. Kann ich mir auch viel angenehmer vorstellen. Wir kennen ja alle noch die Zeiten, wie du es gerade gesagt hast, wo wir die Maske direkt am Mund anliegen hatten. Bei diesem Filter sieht das ja auch ähnlich aus, aber der schafft mir ja ein bisschen mehr Freiraum. Ne? Also ich habe also das Gesicht quasi komplett geschützt. Nicht nur rein atemtechnisch, das kann ich mir wirklich bequem vorstellen, auch durch diese Scheibe hier vorne, die ersetzt ja dann die Schutzbrille, oder? Genau, also es ist nicht nur rein optisch, dass wir da jetzt so eine transparente Scheibe brauchen, sondern sie hat tatsächlich eine wirkliche Schutzfunktion. Ich meine, stell dir vor, du weißt es am besten, wenn ich Metall bearbeite, da können kleine Reste bei sich freisetzen, da können aber auch mal größere Aluminiumteile oder Metallteile wirklich explosionsartig sich verbreiten. Ja. Und da schütze ich mich dann durch dieses Visier effektiv durch. Und einen großen Vorteil hat es noch, du hast es auch so gesagt, man kann sich frei bewegen und stell dir vor, da wird dir frische Luft zugeführt. Das heißt, selbst wenn du lange schleifen solltest und es mal wirklich warm vielleicht auch noch draußen ist, da kommt immer frische Luft rein, die hat einen leichten Kühleffekt und durch das freie Visier oder die freie Haube, je nachdem, kann man wirklich ganz entspannt arbeiten. Ja, wie sieht es denn mit Bartträgern aus? Gilt da irgendwie was Besonderes? Ja, gut, dass du es sagst. Also normalerweise muss man, wenn man Bartträger ist, bei einer FFP-Maske oder auch bei einer Halbmaske muss man sich rasieren. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Wir kennen es vielleicht auch aus manchen Bereichen. Da ist man nicht immer rasiert. Aber ich muss rasiert sein, weil die Maske sitzt direkt an meinem Gesicht dran. Und wenn ich einen Bart habe, kann es sein, dass die Partikel da eventuell durchkommen. Ja. Aber das habe ich bei einem Gebläsefiltergerät nicht. Da habe ich einen gewissen Überdruck, der innerhalb der Haube, des Visiers oder des Helms entsteht. Ich habe also immer mehr Luft zur Verfügung, als die ich brauche. Und das geht auch als Bartträger. Das ist gut. Michael, jetzt habe ich so viel übers Schleifen gelernt. Ich fühle mich deutlich sicherer als zuvor. Du hast mir so viele Infos an die Hand gegeben. Ich nehme jetzt selber das an die Hand und dann geht's los. Und wenn ihr noch mehr über Schleifmittel erfahren wollt, dann folgt doch einfach den Kanälen von VSM. Und wenn ihr noch etwas über Artenschutz erfahren wollt, dann schaut mal auf die Kanäle von Dräger.